Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Das ist mein letztes Plätzchenvideo in diesem Jahr und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir Mandelplätzchen, gefüllt und ungefüllt, mit Schokolade, mit Marmelade, mit Giotto-Kugeln und Weihnachtsdekor. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unter dem Video. Los geht's! Für den Teig benötigen wir 200 Gramm kalte Butter in Würfel geschnitten, eine Prise Salz und ein Päckchen Vanillezucker. Das sind bei mir 8 Gramm. Dann noch 75 Gramm Puderzucker und 75 Gramm normalen Zucker. Man kann aber auch nur den normalen Zucker nehmen oder nur Puderzucker. Hauptsache, man kommt auf insgesamt 150 Gramm. Dann noch 100 Gramm ungeschälte gemahlene Mandeln. Wer möchte, kann sie auch durch gemahlene Haselnüsse ersetzen. Ein Ei und 360 Gramm normales Standardmehl. Alle Zutaten dann zügig miteinander verkneten, ob mit den Knethaken eines Handmixers oder mit der Hand, das ist völlig egal, Hauptsache schnell. Den fertigen Plätzchenteig in die Frischhaltefolie einwickeln und mindestens eine Stunde kalt stellen. Geht natürlich auch über Nacht. Und zu einem Fladen statt zu einer Kugel geformt, wird er schneller kalt und lässt sich später auch schneller ausrollen. Und vielleicht noch ein Satz zu den Zutaten, bevor ich es vergesse. Wer es mag, kann noch den Abrieb von einer halben Zitrone unter den Teig kneten und dann bitte nur in Bio-Qualität und nur das Gelbe. So, bei mir geht's weiter. Meinen Teig hatte ich 4 Stunden in der Kühlung. Ich rolle nicht den ganzen Teig aus, ich teile ihn in 4 Teile und dann rolle ich jedes Teigstück zwischen 2 Backpapierbögen aus. Wenn nötig, kann man den Teig oder auch das Backpapier oder auch beides mit etwas Mehl bestäuben. Die Dicke des Teiges sollte zwischen 3 und 5 mm liegen, also nicht zu dick und nicht zu dünn. Dann kann man auch sofort die Kekse ausstechen und entweder auf dem Backpapier backen oder wie ich mit Hilfe eines Messers aufs Backblech ziehen und dann backen. Die Plätzchen werden bei 160 Grad Heißluft ca. 11 Minuten gebacken. Die Backdauer hängt von der Teigdicke und vom Backofen ab, daher ist es immer wichtig, auf Sicht zu backen. Für die Giotto-Sterne habe ich etwas Schokolade erwärmt. Ich gebe einfach einen Klecks Schokolade in die Mitte des Kekses, setze dann eine Giotto-Kugel drauf und lasse dann die Schokolade einfach fest werden. Die Kekse mit einem Loch in der Mitte sind die Deckelchen für die gefüllten Kekse. Die bestehen ja aus 2 Teilen. Und diese Deckelchen bestäube ich mit etwas Puderzucker, dann wärme ich etwas Erdbeermarmelade auf. Die Unterteile, also die unteren Plätzchen, bestreiche ich mit etwas Marmelade. Dann kommt jeweils ein Deckelchen aufs untere Plätzchen und wird gefüllt. Wie das geht, ist ganz gut im Video zu sehen. Und jetzt kommen ein paar Nahaufnahmen von meinen fertigen Mandelplätzchen. Die ersten sind mit Marmelade gefüllt und die Oberteile sind mit Puderzucker bestäubt. Die zweiten sind mit Schokolade gefüllt und bei diesen Plätzchen habe ich den Puderzucker weggelassen. Dann habe ich ein paar Tannenbäume mit Schokolade und Weihnachtsdekor verziert und das sind meine Giotto-Sterne. Und dann habe ich ein paar Plätzchen mit Goldstaub bestäubt, die sind weder verziert noch gefüllt. Vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!